Du hast einen 3D-Drucker, dann hast du bestimmt auch diese eine Kiste. Genau, diese eine Kiste, in der du akribisch deine ganzen Fehldrucke sammelst. Aber dann jahrelang nichts damit machst. Ich habe auch so eine Kiste und mir reicht es. In diesem Video beschäftige ich mich mit dem Recyceln von PLA-Filament. Von der Sammelkiste in den Schredder zurück und auf eine neue Rolle. Bleibt unbedingt dran, meine Lernkurve war auf jeden Fall krass. Seit ich vor etwa 12 Jahren mit meinem Replicator 2 von MakerBot in die Welt des 3D-Drucks eingestiegen bin, habe ich mir immer wieder dieselbe Frage gestellt. Kann man Fehldrucke recyceln? Ihr habt bestimmt auch alle diese Abfallkiste für eure 3D-Drucke, die ihr nicht wegwerft, aber irgendwie auch nichts damit macht. Ich habe mittlerweile 3 55 Liter IKEA Sammlerkisten, die randvoll mit PLA-Fehldrucken sind. Das sind ungefähr 20 Kilo. 20 Kilo! Dieses Video ist der ultimative Guide, wenn du wissen willst, wie du aus deinem PLA-Abfall neues Material erzeugst, um damit wieder zu drucken. Ich habe all meine Schritte als Kapitel in der Videobeschreibung. Falls dich ein bestimmter Teil meiner Reise also nicht interessiert, klick einfach weiter. Aber starten wir mit der Idee. Ich wollte das Filament schreddern und dann mit einem Artmill 3D in neues Filament umwandeln. Ein Artmill 3D ist quasi ein 3D-Drucker ohne Achsen und dafür mit einer 1,7 mm dicken Düse. Dessen einzige Aufgabe es ist, eine möglichst konsistente Filamentschnur herzustellen. Wie das genau funktioniert, siehst du in den kommenden Kapiteln. Aber bevor ich loslegen konnte, musste ich erstmal einen Weg finden, meine Fehldrucke wieder zu schreddern. Da ich das möglichst kostengünstig machen wollte, habe ich mir zunächst eine Obstmühle bei Kleinanzeigen geschossen. Ein erster Test war dann relativ vielversprechend. Zumindest konnte ich damit eine Baumstützstruktur klein schreddern. Und ich dachte, dass das soweit passt. Die Obstmühle habe ich dann noch restauriert, also geschliffen, neu lackiert. Einfach, weil ich immer mal Lust hatte, so ein altes Werkzeug wieder auf Vordermann zu bringen. Nicht, weil es Sinn macht oder weil es Zeit sparen würde. Nein! So sah die Obstmühle dann nach dem Aufbereiten aus und so dann zusammengebaut. Ich war ganz zufrieden. Schon mal Fun Fact aus der Zukunft. Die Obstmühle wird sich recht schnell als viel zu schwach herausstellen. Ich habe sie dann mit etwa 30 € Gewinn wieder bei Kleinanzeigen verkauft. Junge, 30 € für die ganze Arbeit der Restauration. Naja. Mein nächster Schritt war dann der Aufbau des Artmill 3D. Übrigens, falls dich die Montage nicht interessiert, kannst du unten in den Kapiteln einfach weiterspringen. Das Gerät hatte ich mir gebraucht, aber als nicht aufgebauter Bausatz von Kleinanzeigen geschossen. Kleinanzeigen ist meine Quelle für alles, ihr wisst. Ich bekomme für dieses Video kein Geld von Artmill 3D, aber Artmill 3D, wenn ihr das ändern wollt, schreibt mir gerne eine E-Mail. Ehrlicherweise bin ich etwas zu naiv an die Sache ran und hatte mich wenig informiert. Und habe darum mit dem Lesen der Dokumentation angefangen. Read the fucking manual! Die Dokumentation ist sehr detailliert und sehr gut strukturiert. Sie erklärt beispielsweise auch ganz genau, mit welchen Einstellungen die zu druckenden Teile gedruckt werden müssen. Die schiere Menge der zu druckenden Teile ist krass, denn es waren tatsächlich über 80 Teile, die ich mir selber ausdrucken musste. Ich habe also angefangen, das Paket auszupacken und die darin enthaltenen Pakete auf dem Tisch zu verteilen. Pakete in Paketen kennt man das nur von Amazon. Mit jedem Paket und jedem Tütchen wurde mir klarer, auf was ich mich da eingelassen habe. Eine Anleitung mit 13 Hauptschritten und im Schnitt 50 bis 70 Unterschritten. Ich habe dann einfach mit der Anleitung angefangen und den ersten Schritt umgesetzt. Da ich die Teile leider noch nicht gedruckt habe, musste ich das noch vorbereiten. Pro-Tipp: Zuerst alle Teile rechtzeitig vor dem Projektstart zu drucken, ist eine sehr gute Idee. Aber ich bin ja dumm und darum habe ich das natürlich nicht gemacht. Facepalm von Dennis. Bei ein paar Teilen hat Bambu Studio etwas gezickt, aber das konnte ich dann auch irgendwann beheben. Und alle Teile drucken. Und so sah das dann aus. Mir war übrigens die Farbe egal. Ich habe einfach mit den Farben gedruckt, die eben gerade in meinen Druckern waren. Übrigens müssen ein paar Teile, die eher mit Wärme in Berührung kommen, unbedingt mit PETG gedruckt werden. Darauf weist die Anleitung aber auch mehrfach hin.
Ich hatte dann nach einigen Tagen alle Teile gedruckt und konnte mit der Montage beginnen. Hier ein paar Ausschnitte davon. Tiefgründigere Details erspare ich euch jetzt. Ich habe oft versucht, die Ausgangssituation aus der Anleitung nachzustellen, damit ich möglichst wenig Fehler mache. Anfangs war es recht aufwendig zu verstehen, in welchen der vielen Tüten und Schachteln welches Teil versteckt ist, aber das wurde dann schnell besser. Zum einen wurden es immer weniger Teile und zum anderen wurde man immer vertrauter mit dem gesamten Bausatz. Und so habe ich dann weitergemacht. Nach ein paar Stunden stand der Atmen dann auch. Und ich habe mit der Montage der Gehäuse begonnen, die dann mit der mitgelieferten Hardware bestückt wurden. Danach ging es weiter mit der Montage der Spurenhaltung. Fertig sah das dann so aus. Es war schon sehr interessant zu sehen, wie viel Gedanken und Energie in die Entwicklung des Atmen geflossen sind. Ich habe mir übrigens ein MK2 gekauft. Mittlerweile gibt es auch eine neuere Version. Der Mechanismus zum Wechsel der Aufspulrichtung gefällt mir auch sehr gut. Und selbst für die Herstellung des kleinen Siebes, das als Filter im Extruder fungieren soll, ist ein eigenes Werkzeug zur Herstellung mit dabei. Und so ging es weiter. Mit jedem Schritt habe ich gelernt und verstanden, die Filamentführung montiert, hier die Spannvorrichtung für die Spule und hier das Netzteil verkabelt. Das Netzteil ist übrigens nicht dabei und muss separat gekauft werden. Ich denke mal wegen irgendeiner CE-Richtlinie oder sowas. Und dann konnte ich zum ersten Mal testen, ob sich die letzten Stunden gelohnt haben. Nach knapp 9 Stunden konzentrierter Montage habe ich dann sogar noch einen ersten Extrudierversuch starten können, der sogar einigermaßen erfolgreich war. Ich hatte dafür mit einem Mixer geschreddertes PLA verwendet. Das hergestellte Filament war natürlich viel zu dünn und auch sonst war alles noch super sketchy. Aber ich war mir sicher, das passt. Ich konnte im Protokoll fortfahren und mit dem nächsten Schritt starten, der noch viel mehr Zeit als die Montage des Atmes selbst in Anspruch nehmen wird. Ich hatte schon gelernt, dass ich mit meiner Obstmühle nicht weit komme. Darum habe ich mir natürlich auch bei Kleinanzeigen einen gebrauchten Blendtec-Mixer besorgt. Ihr kennt den sicher alle noch aus der Werbung. Will it blend? That is the question. But I can take care of that. Geprägt von diesem Mixer war ich mir sicher, wenn er ein ganzes iPad schreddern kann, auch mit meinen ausgedienten 3D-Drucken fertig wird. Und dann ging es los. Ich habe geschreddert. 1 Tag, 2 Tage. Ich hatte mir dazu auch dieses Stick gebaut, um noch nicht klein genug geschredderte Teile rechtzeitig zu erkennen. Am 3. Schreddertag habe ich dann noch gelernt, dass es vorteilhaft ist, die Teile mit der Bandsäge schon mal etwas kleiner zu sägen. Das beschleunigt den Schredderprozess wirklich enorm. Zuvor hatte ich es mit dem Multitool versucht, aber die Teile schmelzen oft, bevor sie wirklich durchtrennt werden. Und so sah es dann fertig aus. 3 55 Liter Kisten geschreddert, sodass der gesamte Inhalt in eine einzige 55 Liter Kiste passt. Das waren satte 20 Kilo PLA. Also hoffentlich PLA. Ich denke, ich habe gut getrennt. Bunt gemischt, verschiedene Hersteller, verschiedene Farben. Mir ist am Ende sogar noch das Sägeblatt gerissen. Wahrscheinlich, weil die ganze Säge voller PLA-Späne war. Aber damit war ein wichtiger Meilenstein erreicht. Und ich habe jetzt Folgendes. Einen theoretisch funktionierenden Filamentextruder, also den Atmen 3D. Ein Schredder, um gleichmäßig große PLA-Pellets herzustellen. Ausreichend Material für ein eigenes PLA-Brand. Und natürlich eine neuronale Störung, um mich an diesem Punkt noch nicht aufgegeben zu haben. Seit Projektstart sind übrigens schon 5 Monate vergangen. Übrigens habe ich noch mit einem dieser magnetischen Magnete in meinem PLA nach Metallresten gesucht. Dazu habe ich den Magnet in eine Tüte gepackt und bin damit durch das Material gefahren. Das war aber wenig erfolgreich, respektive es war kein Metall am Magnet, also war alles sauber, I guess. Ich habe daraus einfach geschlossen, dass mein Material wohl relativ sauber ist. Der nächste Schritt war dann, den Atme 3D vollends zu verstehen. Die Dokumentation gibt dazu auch sehr wichtige Tipps. Letztlich habe ich aber etwa 3 Stunden gebraucht, bis ich mir wirklich sicher in der Bedienung war. Hier sieht man einen der ersten Durchläufe. Das Filament teilweise noch zu dick. Ab und an hatte ich auch diese Kringel im Filament. Das wäre später natürlich der Tod für den Druck, weil es dann hängen bleibt in der AMS, im Extruder, in irgendeinem Schlauch, whatever. Aber ich habe durch Probieren viel gelernt. Übrigens spielen wirklich einige Parameter eine Rolle für die spätere Dicke des Filaments. Von der Temperatur über die Position der Sensoren und Lüfter und natürlich auch theoretisch die Raumtemperatur. Zwischenzeitlich war ich mir echt sicher, dass ich den Prozess gemeistert habe. Darum habe ich schon etwas am Atme 3D rumgebastelt. Zum Beispiel diesen breiteren Trichteraufsatz gedruckt und diese Hundefütterschaufel, um das PLA einfacher in den neu gedruckten Trichter zu bekommen. Während dem ganzen Rumprobieren habe ich übrigens eine Maske getragen. PLA ist zwar nicht zwingend giftig,
Aber ich denke, die beim Schmelzen entstehenden Gase sollte man trotzdem nicht direkt und vor allem nicht in dieser Menge einatmen. Hier sieht man auch ganz gut, wie ich die erste Rolle mehr oder weniger erfolgreich extrudiert habe. Mein bunter PLA-Farbmix wird übrigens immer grau. Ich könnte meine Filamentmarke ja 50 Shades of Grey Filaments nennen. Was sagt ihr dazu? Nach einigen Tagen Produktivbetrieb mit dem Artmill habe ich dann aber bemerkt, dass mein PLA nicht fein genug geschreddert ist. Das war natürlich eine Hiobsbotschaft. Aber ich war schon viel zu weit, um jetzt aufzugeben. Also habe ich mir ein stapelbares Sieb mit 5 mm Raster konstruiert und gedruckt. Erst das Sieb selbst, dann den Auffangbehälter, dann 3 Einsätze für die Rutschplatten und 3 Rutschplatteneinsätze für Magnete. Ich wollte hier nochmal versuchen, eventuelle Metallpartikel aus dem Material zu filtern. Der letzte Druck war dann noch ein weiterer Rahmen, um insgesamt 3 Filamentrutschen zu kombinieren. So sah das dann aus. In die Rutschen habe ich die Magnete auf die Unterseite geklebt. Ich habe dann noch etwas Granulat in die Fuge gestreut, damit sich die Magnete auf keinen Fall selbstständig machen können. So sahen die 3 Rutschen dann aus. Der Magnet ist auf der Unterseite, damit das Granulat gut darüber rutschen kann. Die Rutschen selbst wurden dann in den Rahmen geklebt und ich konnte alle Teile aufeinander stapeln. Mein Plan war hier, möglichst viel Material auf einmal zu sieben, um Zeit zu sparen. Ich muss sagen, der Siebturm sah schon richtig cool aus. In der Retrospektive würde ich die Siebe selbst übrigens nicht mehr ganz so hoch machen. Unterm Strich hat der Siebturm aber ganz gut funktioniert. Ich konnte oben das Granulat einfüllen, etwas wackeln und die meisten zu großen Teile sind liegen geblieben. Da ich 2 Siebe übereinander verwendet habe, war die Chance außerdem groß, dass die Teile spätestens vom zweiten Sieb aufgehalten werden. Im Vorher-Nachher-Vergleich kann man jedenfalls gut sehen, dass das Granulat insgesamt feiner wird. Und so habe ich mich dann durch die 20 Kilo Granulat geschreddert und gefiltert. Auf jeden Fall eine sehr undankbare Arbeit. Laut, eintönig und nur mit Atemmaske stemmbar. Also quasi der AfD-Parteitag. Nach etwa 3 Stunden war ich dann auch fertig und mein Granulat war jetzt berechenbar 5 mm groß. Und damit war auch der letzte wichtige Meilenstein erreicht. Ich hatte jetzt alle Parameter im Griff und konnte mich ranmachen, aus den 20 Kilogramm PLA-Granulat auch neues Filament herzustellen. Gleichzeitig wurde aber auch die letzte Phase dieses Projekts eingeläutet, die Tuning-Phase. Ich kannte mich jetzt aus und habe angefangen, den gesamten Recycling-Prozess zu optimieren. Die erste Idee war hier, eine von mir umgestaltete Bambulab-Spule zu drucken, um quasi eigene Refill-Packs herzustellen. Die Ausbauungen waren dafür gedacht, das Filament mit wieder aufmachbaren Kabelbindern zu fixieren. Das hat aber nicht wirklich gut geklappt und ich habe diese Idee wieder verworfen. Die graue Spule war übrigens schon mit meinem eigenen Filament gedruckt und ist natürlich wieder im Schredder gelandet. Falls du das Thema mit diesen Refill-Packs spannend findest, es gibt auf Printables noch ein anderes Projekt, das wahrscheinlich alle Probleme, die ich hatte, schon gelöst hat. Das ist mir aber leider erst im Nachhinein aufgefallen. Der nächste Hack war dann diese Messuhr. Sie war echt schnell montiert und zeigt jetzt die Dicke des produzierten Filaments einfach an. Das spart wirklich Zeit. Ich habe den Artmill dann außerdem in ein Grow-Zelt mit Abluft gestellt, damit ich in meinem Büro wieder ohne Atemmaske rumlaufen kann. Die originale Spulenflügelmutter habe ich durch diese etwas schneller zu drehende getauscht und auch die Aufnahme der Spule habe ich gegen eine getauscht, die durch ihre Steigung quasi jede beliebige Filamentrolle unterstützt. Weiter ging es dann mit diesen Muttern, mit denen ich diese Gfinity Aluprofil-Adapter direkt am Artmill 3D montieren konnte. Damit konnte ich dann diesen von mir konstruierten Gfinity Siebhalter direkt am Artmill montieren. Und damit das Wechseln des Siebes auch so schnell und berechenbar wie möglich wird, habe ich noch dieses kleine Werkzeug erfunden, das mir hilft, das Sieb möglichst gleichmäßig in die Nozzle zu drücken. Und dann habe ich nochmal etwa 10 Wochen damit verbracht, das ganze PLA zu verarbeiten. Diese kleinen Knubbel am Anfang des Videos sind mir übrigens ein Rätsel geblieben. David, der Erfinder des Artmill, hat mir über WhatsApp dann aber einen Tipp gegeben, dass das wahrscheinlich daran liegt, dass es anderes Material in meinen Granulat geschafft hat und das sich dann beim Extrudieren aufgrund anderer Schmelzpunkte anders verhält und diesen Knubbel erzeugt. Das war für mich sehr einleuchtend und hat mir sehr geholfen. Danke nochmal, David, für deine Hilfe. Wirklich nett von dir. Ansonsten war mir der Artmill wirklich ein treuer Begleiter. Die Hardware hat tadellos funktioniert und die Bedienung war wirklich einfach. Nur einmal hatte sich eine Schraube im Mischer gelöst und sich dann mit dem Gehäuse verklemmt. Das hatte kurz gedauert, bis ich das Problem ergründet hatte. Wie auch immer, ich war mittlerweile fertig. Meine 20 Kilogramm Granulat waren neue Rollen geworden, quasi die erste Charge meines 50 Shades of Grey Filaments. Und natürlich habe ich auch schon mehrere Kilo wieder verdruckt.
Und damit können wir auch endlich zum Fazit kommen. Also, was habe ich gelernt? Ich persönlich werde in Zukunft all mein PLA recyceln. Der Prozess funktioniert für mich und ist mit einem Zeitaufwand von wenigen Minuten pro Tag vertretbar. Ich schmeiße die Maschine morgens an und mittlerweile läuft sie dann fehlerfrei durch, sodass ich nach 5 bis 7 Stunden etwa 800 bis 1000 Gramm Filament produziert habe. Die Anleitung des Artmare ist bis auf ein paar Rechtschreibfehler wirklich sehr gut und unfassbar genau. Der Artmare 3D ist generell so pragmatisch wie auch genial. Es ist sehr wichtig, die Drucke ordentlich zu schreddern. Dazu hilft es auch, große Teile mit einer Säge vorzubereiten. In meinem Fall habe ich mein Granulat auf 5 mm verkleinert und mittlerweile extrudiere ich das PLA bei 180 Grad. Damit ist sogar das vorhin beschriebene Problem mit den Knubbeln quasi verschwunden oder ich hatte Glück. Weiß ich nicht. Die ersten 15 bis 16 Kilogramm hatte ich noch mit etwa 172 bis 174 Grad extrudiert. Wirklich spannend, dass ein paar Grad so viel Unterschied machen können. Präventiv und auch, damit ich immer eine möglichst gleiche Ausgangssituation habe, wechsle ich vor jedem Extrudieren das Sieb und natürlich wäre es ratsam, sortenreines PLA zu recyceln. Ich habe mein PLA weder in Farbe noch in Hersteller getrennt und außerdem habe ich es nicht getrocknet. Und dafür ist das Ergebnis schon wirklich sehr gut. Wer also noch mehr aus dem Artmare 3D rausholen will, hat an dieser Stelle auf jeden Fall noch Potenzial. Ich hatte auf jeden Fall großen Spaß bei diesem Projekt. Die Lernkurve war fordernd, aber ich bin froh, das jetzt gelernt zu haben. Seitdem tun auch Fehldrucke nicht mehr so weh, wobei ich Prototypen tatsächlich fast nur noch mit meinem eigenen Filament herstelle, da mir die Farbe relativ egal ist. Ein einziger Wermutstropfen für mich ist der Fakt, dass meine ca. 15 bis 16 Kilogramm, die noch mit 172 Grad extrudiert wurden, teilweise noch dicker als 1,57 mm sind. Das führt dann dazu, dass sie in der AMS, das Bambulab, hängen bleiben und ich dieses Teil rausschneiden muss. Noch seltener gibt es eine Dicke, die es durch die AMS schafft und dann aber in der Düse meines Bambulab X1 Carbons hängen bleibt. Hier muss ich dann leider kurz die Düse demontieren und das dicke Teil entfernen. Die meiste Zeit klappt aber auch das gut und ich nähere mich dem Punkt, an dem ich nur noch mein perfektes Filament auf Vorrat habe. Das war's von diesem etwas längeren Video. Was sagt ihr dazu? Habt ihr auch Erfahrung mit Filamentrecycling oder zumindest diese PLA-Sammelkiste? Habt ihr Fragen? Ich freue mich, euch wieder in den Kommentaren zu sehen. Und übrigens, ich bin gerade dabei, einen größeren Schredder zu kaufen. Das nächste Recycling-Video kommt also bestimmt. Lasst also gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und sonst bitte auch. Okay, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei diesem Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ade. Ciao, ciao, ciao.